Die Flair 58 ist da und ich habe mich ziemlich drauf gefreut. Vor einigen Jahren habe ich die Flair Pro getestet und schon die hat mir ziemlich gut gefallen. Manuelle Espresso-Brüher haben so ihre Herausforderungen und auch die Flair Pro hatte damals genau dieses Problem, nämlich die Temperaturstabilität. Die Flair 58, die geht damit um, indem sie hier eine Elektrik eingebaut hat. Und wie die funktioniert und ob wir damit nicht das ganze Konzept des manuellen Brühers brechen, darüber sprechen wir in diesem Video. Die Flair 58 ist ein manueller Espresso-Brüher und eine Weiterentwicklung der alten Flair Pro oder der verschiedenen Flairs, die es da schon gibt. Ziemlich spannende kleine Maschine, sehr handlich, lässt sich überall mitnehmen und, das Allerwichtigste, mit dieser manuellen Espresso-Machvorrichtung lässt sich sehr guter Espresso brühen. Das ließ sich schon mit den Vorgängern und das lässt sich jetzt noch besser mit der Flair 58 machen. Ich habe mich recht ausführlich die letzten Tage mit der Flair 58 auseinandergesetzt und ich muss sagen, ich bin ziemlich angetan. Das ausführliche Temperaturtesten war überhaupt erst möglich wegen einem der wichtigen Weiterentwicklungsmomente hier der Flair 58, nämlich einem 58er Siebträger. Damit passen nicht nur alle 58er Temper auf den Siebträger oder auf das Sieb, alle Distribution Tools, die ihr vielleicht zu Hause habt, sondern unter anderem auch unser Messwerkzeug hier, dieses SCARSE 58er Messwerkzeug, welches eben zwei Dinge tut. Es misst die Temperatur am und im Widerstand. Das Wasser läuft nicht schneller durch als bei einer Brühung eines klassischen Espresso. Ich kann tatsächlich 8-9 Bar Druck aufbauen, weil der Widerstand in diesem Siebträger genauso ist wie beim klassischen Espresso. Das ist eben die Idee. Es wird nicht mehr unten ausgelassen. Und die Flair 58 zeigt mir ja hier den Druck oben an und dann kann ich genau auch schauen, wie ist der Durchfluss oder kann sicherstellen, dass der Durchfluss genauso ist wie beim klassischen Espresso brühen. Und ich kann natürlich die Temperatur nur sorgfältig messen, wenn das Wasser nicht schneller an der Sonde vorbeigleitet, als es eben am Kaffeekuchen vorbeigleiten würde. Denn ich will ja eine genaue Messung haben, wie die Temperatur im Kaffeekuchen selbst wäre. Und genau das macht eben dieser Siebträger möglich. Und das wird möglich, hier eben anzuwenden, weil wir einen 58er Siebträger haben und damit irgendwie auch ein verwandtes, ein bekanntes Gefühl, was wir von den meisten Verimmer-Brühgruppen, von den meisten kommerziellen Espressomaschinen im Gastronomiekontext kennen. 58er Siebträger, 58er Sieb, das ist das, was man kennt. Die wenigsten Marken setzen bewusst aus bestimmten Gründen auf andere Siebträgerformate. Und die Flair 58 hat sich jetzt eben hier auch genau an dem orientiert und das aufgenommen. Und das ist mal eine entscheidende, wichtige Veränderung. Es macht die sorgfältige Vorbereitung des Mahlgutes wichtiger, tendenziell wichtiger, denn ein geringerer Durchmesser führt in der Regel zu einem höheren Kuchen und hat damit auch in der Regel weniger Anfälligkeit für eine Fehlvorbereitung als jetzt ein 58er Siebträger. Das ist einer der Vorteile im Übrigen von Maschinen wie zum Beispiel der Della Corte, die auf 54er Siebträger setzen. Die zweite entscheidende Änderung bei der Flair 58 ist Elektrik. Und ich weiß, das ist ein bisschen eine kritische Geschichte, über die man diskutieren kann. Wieso braucht eine manuelle Espresso-Vorrichtung einen Stromanschluss? Die gute Nachricht zuerst, die Flair lässt sich absolut auch ohne Strom brühen. Ihr könnt auf jeden Fall auch Espresso brühen ohne Stromanschluss, kein Thema. Ihr kommt dann aber in die Thematik, die ihr bei der Flair Pro, bei dem Vorgängermodell hattet, aber auch bei allen anderen manuellen Espresso-Brühern, sei es die Café Latte, die Rock, die Aram, all die haben eine Hauptproblematik, die Temperatur. Die Temperaturstabilität und überhaupt die Grundtemperatur hier in der Brühgruppe. Und die Elektrik löst eben genau dieses Problem. Denn hier dieser Brühkopf, diese Siebträgeraufnahme, die ist beheizt. Wir können aus 3 Temperaturstufen die Beheizung der Siebträgeraufnahmen und der Brühgruppe wählen. Ich empfehle euch auf jeden Fall immer auf die heißeste Stufe zu gehen, dazu lange drücken und auf Stufe 3 gehen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis,
Bitte achtet genau auf die Sicherheitsanweisungen, die da mitgeschickt werden hier bei der Flair. Denn es gibt ein genaues Protokoll, wie man hier welche Stecker miteinander verbinden soll. Anfangend hier und am Schluss eben dort hinten dann zur Strombuchse. Macht das genau so, wie es da beschrieben ist, dann kriegt ihr keine Probleme. Ich habe jetzt eingeschaltet und jetzt dauert es ungefähr 10 Minuten, bis die Flair hochgeheizt ist. So, für den Hochheizprozess hier einfach wieder schließen, damit die Temperatur schön drin bleibt. Ihr könnt den Siebträger einspannen, dann heizt auch der schon mal mit. Während die Flair hochheizt, vielleicht kurz der Hinweis, wie alle Testgeräte haben wir auch dieses Modell gekauft. Allerdings zum Wiederverkäuferpreis. Wir sind aber völlig frei zu sagen, was wir sagen wollen, wie immer bei allen Tests. Und das werde ich auch machen. Und hier Tacheles reden über das, was mir gut gefällt und was mir nicht gut gefällt. Ja genau, also eine elektrische Anbindung hier, ein Heizkreislauf, der hier um die Brühgruppe herumläuft, löst oder will ein Problem lösen. Und was kann ich sagen? Es funktioniert. Es funktioniert besser als bei allen anderen manuellen Espresso-Brühern, die ich bisher getestet habe. Nicht ganz aus dem Stand. Es braucht eben eine gewisse Zeit, eben hier diese 10 Minuten. Und man sollte noch ein paar andere Dinge beachten, damit die Temperaturstabilität gegeben ist. Erinnert euch, Zieltemperatur beim Espresso-Brühen ist immer so 92, 93 Grad. Wenn man ähnlich brühen will wie mit einer Espressomaschine, und das war jetzt hier mein Ziel. Natürlich kann man auch aus bewussten Gründen mit 80, mit 90, mit 95, mit 100 Grad brühen. Das hat verschiedene Effekte. Zieltemperatur und Temperatur, die durchschnittlich bei fast allen Kaffees am besten schmeckt, ist so 2, 3, 94 Grad. Und wir peilen immer so 93 Grad an als Ausgangstemperatur, um uns dann von dort ausgehend in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Wie können wir jetzt also hier 93 Grad brühen? Wenn ihr 10 Minuten wartet, dann habt ihr die Grundtemperatur, die wir uns wünschen, hier in der Brühgruppe. Zwar merkt die Maschine schon nach 3,5 Minuten an, hallo, ich bin im Prinzip heiß genug, es blinkt nicht mehr, aber auch der Hersteller weist darauf hin, lieber 10 Minuten warten und auch ich habe die Erfahrung gemacht. Und dann empfehle ich euch zusätzlich 2 Dinge. Erstens, kochendes Wasser. Brüht das Wasser in eurem Wasserkocher auf 100 Grad, also geht voll ins kochende Wasser. Vor allem für den ersten Shot. Beim zweiten, dritten Shot kann man tatsächlich auch ein bisschen runtergehen mit der Temperatur, aber geht auf die hohe Temperatur. Macht euch keine Sorgen, diese hohe Temperatur ist nicht direkt auf dem Kaffee, die liegt hier oben in der Brühkammer und erst wenn ihr sie auf den Kaffee gebt, dann wird effektiv der Kaffee auch mit dem Wasser in Kontakt kommen. Aber die hohe Temperatur sorgt dafür, dass hier während ein Wärmeaustausch stattfindet, eben zwischen der immer noch zwar schon sehr heißen Brühgruppe, aber noch nicht ausreichend heißen Brühgruppe, die Temperatur des Wassers nicht so sehr runterkühlt, dass wir dann nachher eine zu geringe Brühtemperatur haben. Also auf kochendes Wasser gehen. Dann habt ihr bei der ersten Brühung so rund 91, 92 Grad. Bei der zweiten Brühung seid ihr bei 92, 93, bei der dritten, vierten Brühung steigt dann diese Temperatur und es macht Sinn, vom kochenden Wasser langsam zu reduzieren Richtung 98, Richtung 96. So meine Erfahrungen habe ich auch nochmal niedergeschrieben im Blogbeitrag, den ich euch unten verlinke. Also findet ihr genau auch nochmal da und erklärt, welche Temperaturen ich euch empfehle. Das zweite, Achtung, das Item wird nicht automatisch mitgeschickt. Das ist so ein netzartiger 58 mm großer Kranz, den man auf das angepresste Kaffeepulver drauflegen kann. Und auch den solltet ihr mitheizen oder aufheizen. Das könnt ihr am einfachsten tun, indem ihr ihn hier einfach beim Hochkochen des Wasserkochers vor die Löcher, die in eurem Wasserkocher sind, legt. Dadurch wird es ausreichend hochgekocht. Perfekt, nachher ist das Ding heiß genug, könnt ihr wunderbar nutzen. Wofür ist diese Siebscheibe? Tatsächlich hilft sie aus meiner Sicht an 2 Stellen. Erstens habe ich das Gefühl, dass wir eine recht gleichmäßige Wasserverteilung haben dadurch auf dem Kuchen. Also ihr könnt es absolut auch mit eurer klassischen Espressomaschine versuchen. Und zweitens, total praktisch aus meiner Sicht, es gibt viel weniger bzw. fast gar kein Kaffeepulver, welches nach oben kommt. Das bleibt alles unten. Das heißt, dieser obere Teil hier wird überhaupt nicht verdreckt. Es gibt fast keinen Reinigungsaufwand anschließend. Die Maschine ist eigentlich sauber. Und es ist auch relativ einfach nachher, den Kaffeepuck rauszupucken und in den Abschlagbehälter zu packen. Und der Siebträger bleibt auch recht sauber. Also ziemlich praktisch. Lohnt sich auf jeden Fall, damit mal zu experimentieren. Ist so ähnlich wie ein Aeropress-Filter, kann man auch machen. Man muss leicht den Madengrad anpassen, um trotzdem zu einer guten Extraktion zu kommen. So, wir sind jetzt gleich aufgeheizt und ich würde sagen, wir machen mal einen Espresso. 100 Grad in der Kanne.
10 Minuten sind auch gut um. Man merkt jetzt auch hier, das ist richtig schön warm. Also bereit zum Espresso machen. Ich habe 18,5 Gramm gemahlen, die ich jetzt hier in den Siebträger eingebe. Dann nutzen wir hier den kleinen mitgelieferten Temper, der tatsächlich mir noch gefällt. Ich kann hier wunderbar mit den Fingern fühlen, dass ich gerade bin. Habe hier also keine Probleme, dass ich vielleicht nicht gerade tempen würde. Und dann drücke ich hier an, so rund mit 10 Kilo. Wir haben ein Video dazu gemacht. Der Druck beim Tempen ist jetzt nicht so entscheidend. Ausreichend Druck, nicht zu viel Druck, aber wenn ihr so 8, 9, 10 Kilo ungefähr presst, ungefähr in dem Bereich. So, und jetzt lege ich eben auf den schon getempften Kaffeekuchen möglichst gerade hier dieses Sieb-Dingsbums einfach drauf. Ja? Und das fällt relativ gleichmäßig automatisch rein. Spanne anschließend ein. Das geht auch ganz einfach. Ich entferne das Manometer, lege es zur Seite und fülle jetzt, das ist ganz wichtig, bis ganz oben, also bis da, wo das Manometer eingeführt wird, wirklich fast bis zum Rand auf. Es soll möglichst kein Luftpolster bleiben, denn ein Luftpolster ist immer unangenehmer zu pressen und macht es dann auch schwieriger nachher in der Brühung. Ich starte meinen Timer, ich sehe meinen Druck. Beginne mal mit einem etwas niedrigeren Druck, so 4, 5 Bar. Wenn ich die ersten Tropfen sehe, dann ziehe ich durch, gehe auf 8, 9 Bar und presse durch. Der Kaffee läuft wunderbar. Ich habe jetzt 20 Gramm in der Tasse. Wird eine schöne Extraktion. Und es kostet schon Kraft, hier das dann aufrecht zu halten und auch konstant zu halten bei der Temperatur, die ihr euch wünscht. Aber ist absolut möglich. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist deutlich einfacher als bei der alten Flair, hier konstant den Bereich oder den Druck zu halten, den man sich wünscht. Ihr nehmt euren Espresso weg und dann empfehle ich euch, hier das restliche Wasser noch auszupressen. Das macht es dann nachher auch viel einfacher, den Siebträger auszuklopfen, denn dadurch ist er dann trocken und da hat es keine Wassersoße mehr drauf. Also einfach den Rest nochmal wegpressen, dann ist das Ganze weg und dann kann man wunderbar das Ganze auch im Abschlagbehälter ausklopfen. So, ich stelle es zur Seite, mache hier die Wanne drunter, falls es noch nachtropft. Dann nehmen wir den Siebträger raus und ihr seht, also da ist jetzt schon kein Wasser mehr drauf. Es ist jetzt auch ganz einfach, man kann hier einfach dann das Metall so rausfallen lassen, das kommt in der Regel recht von selbst. Und ihr seht schon hier, ich habe jetzt hier ein trockenes Bett, das ich mit einem Schlag dann auch da rauskriege. Das Ganze sieht wunderbar aus. Also das macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal so nachzupumpen. Und ja, und ich habe jetzt eben hier auch keinen Dreck unten drunter und das finde ich wirklich ziemlich cool. Das Ding ist dreckig, das könnt ihr dann reinigen, den müsst ihr natürlich sauber aufputzen, aber dann kann man den nächsten Espresso machen und auch da muss man sagen, der zweite, der dritte Espresso, die sind dann sogar noch mehr in diesem gezielten Temperaturbereich. Der erste war jetzt so bei 91, 92, das ist meine Erfahrung, aber dann der zweite, der dritte, die sind dann noch mehr in diesem 93er Bereich, also total im Zielbereich, wobei 91, 92 schon auch wunderbar ist. Und da sind wir. Kräftiger Espresso, Double Shot. Ich hatte jetzt hier 42 out, 18,5 in. Die Brühzeit war ein bisschen länger, 35 Sekunden, aber ich habe ja auch eine recht lange Präinfusion ihm gegeben, beziehungsweise erstmal so angefeuchtet. Top. Also was kann man noch zur Flair 58 sagen? Also ich persönlich muss sagen, ich bin ziemlich angetan. Für mich ist das die einzige manuelle Espresso-Brühvorrichtung, die wirklich dieses Temperaturproblem löst. Ja, mit Elektrik kann man sich drüber streiten. Kann man auch sagen, genau das wollen wir hier ja nicht. Aber nur dadurch kommt dieser Brüher genau dahin und löst ein Problem, was alle anderen Brüher haben und eben nicht in den Griff bekommen. Egal wie hochwertig sie sind, egal wie gut. Und ja, ihr könnt sie auch ohne Strom bedienen. Mit diesem Brühkopf geht auch, einfach keinen Strom einstecken. Dann könnt ihr genauso Folgendes machen. Ich zeige es euch. Ding kommt gleich wieder drauf. Wir drehen das Ganze raus, nehmen das ab und dann machen wir Folgendes.
Ihr macht hier genügend Wasser rein, stellt es auf den Kocher und anschließend gibt es mitgeliefert folgenden Aufsatz. Hier aus Gummi, den setzt ihr hier drauf und dann stellt ihr das Ganze so auf euren Wasserkocher. Macht den Wasserkocher an, stellt ihn auf kochend und lasst ihn auch einige Minuten wirklich kochen. Dann heizt das ganze Ding hier durch den Wasserdampf ziemlich gut auf. Ich bin persönlich nicht über 89 Grad hinausgekommen. Also wir kriegen auch damit nicht völlig in den Griff diese Problematik. Aber deswegen gibt es ja das hier. Nichtsdestotrotz kann man damit absoluten Espresso machen. Das heißt, ihr seid auch mit der Flair 58 absolut Outdoor oder sonst was ja, in der Lage, guten Espresso zu machen. Oder im Campingwagen oder so. Es wird auch einen weiteren Brühkopf geben, der eben so aussieht, der keinen Stromanschluss hat. Ich persönlich finde das nicht sinnvoll. Ich würde das Geld nicht dafür ausgeben, sondern ich würde mir auf jeden Fall hier dieses Teil mit Elektrik kaufen, denn es ist einfach so viel Mehrwert und es löst eben dieses Problem, wie ich schon gesagt habe. Und wenn ihr dann eben doch heißes Wasser wollt, dann macht ihr es eben, wie gesagt, so. Nicht vergessen, habe ich gerade nicht gezeigt. Das Ding kommt oben drauf, damit hier der Dampf auch nicht abzieht und das Ganze als Ganzes aufheizt. Geht absolut, also könnt ihr machen. Vielleicht noch ein letztes Wort zum Material. Wie fühlt sich das Ganze an? Macht Spaß damit zu arbeiten. Also ich muss sagen, mir total. Das Ding ist extrem hochwertig. Ich würde sagen, von der Verarbeitungsqualität her, von der Materialstärke, wenn man das vergleichen will, so wie die Aram, also wirklich solide, robust. Das ganze Ding hier, das ist einfach schwer, das ist hochwertig. Das war übrigens auch schon bei der alten Flair beim Brühkopf so, wobei ich da ein bisschen die Drückvorrichtung ein bisschen wackeliger fand. Ich finde, hier hat die Flair nochmal einen riesen Schritt gemacht und ist nochmal viel besser geworden. Das Ganze hier mit dem Holzgräf, wie sich das Ganze anfühlt, die Kraftübertragung, finde ich wirklich gut gelöst, muss ich sagen. Für wen ist jetzt dieser Espresso Maker geeignet? Ist es eine Maschine, um zu lernen, Druckprofile zu machen? Jein. Was man mit diesem Brüher nicht kann, ist konstant immer den gleichen Shot. Es ist schier und einfach nicht möglich. Das ist der Unterschied zwischen mir und einer Maschine. Ich kann nicht immer die gleiche Kraft drücken und nicht so konstant, wie das eine Maschine könnte. Deshalb, wenn ihr wirklich Druckprofile lernen wollt, wenn ihr damit experimentieren wollt, dann braucht ihr eine Maschine, mit der man das programmieren kann. Kauft euch eine Decent. Wenn ihr aber ein erstes Gefühl entwickeln wollt und vor allem auch so nah dran sein wollt an diesem Brüh- und Zubereitungsprozess, dann macht das Spaß. Denn man ist irgendwie unmittelbar dran. Man brüht mit seinen Händen Espresso. Ich mache den Kaffee da rein, ich gebe das Wasser auf, ich wähle die Wassertemperatur und dann habe ich es in der Hand. Und ich kann im Shot auch nachjustieren. Ich kann auch noch Fehler ausbügeln. Ich kann auch im Shot noch Anpassungen machen und sagen, es läuft zu schnell, ich gehe jetzt auf einen längeren Kaffee. Und das erinnert mich ein bisschen dran, wie ich Filterkaffee brühe, tatsächlich. Denn auch da ist es so, ich stelle fast nie meine Mühle um im Alltag. Ich stelle die ein, ich brühe damit und wenn ich sehe, ich muss was anpassen an der Brühung, es läuft nicht gut ab, dann arbeite ich mit mehr oder weniger Agitation, dann verlängere ich die Präinfusion. Das mache ich im Brühen selbst. Also ich reagiere auf den Kaffee und ja, lerne den eigentlich gut kennen dadurch auch und arbeite mit dem, was ich habe. Und ich habe das Gefühl, so ähnlich ist es auch mit der Flair. Ich kann im Moment reagieren. Vielleicht auch, wenn der Mahlgrad ein bisschen zu grob war, dann kann ich im Moment noch den Druck runterfahren und eben vielleicht das Ganze in die Länge ziehen, trotzdem ein espressoartiges Getränk brühen und da einfach eine Korrektur vornehmen, dadurch, dass ich mit weniger Druck brühe. Wird ein anderes Getränk, aber ich kann den Espresso oder das Getränk wie noch reparieren. Und das gefällt mir eigentlich gut. Ich finde es sehr unmittelbar, die Kraftübertragung, das macht einfach Spaß. Und vielleicht ist das auch ein Fazit. Ich finde, das macht Spaß, man kann damit experimentieren. Die Flair 58, würde ich sagen, passt gut in die Küche, die passt gut in den Wohnwagen. Ich finde es jetzt nicht die Maschine zum Wandern gehen und dann irgendwie unterwegs einen Espresso machen, aber ich muss sagen, dann trinke ich auch keinen Espresso, sondern wenn ich dann Kaffee trinken will, dann vielleicht einen Filterkaffee oder dann nehme ich eine Mokkakanne mit.
Deshalb wäre das jetzt nicht das Ziel. Deshalb würde ich die Flair 58 jetzt eben nicht an der Stelle sehen. Dann eher noch die andere Flair, zumal die mit einem Case kommt und dadurch noch ein bisschen praktischer ist zum Transportieren. Das Case ist hier jetzt nicht dabei. So viel an dieser Stelle von der Flair. Die Temperaturkurven habe ich euch unten verlinkt. Es gibt einen Blogbeitrag. Schaut es euch an, wenn euch die Flair interessiert. Man kann sie vielleicht jetzt, wenn ihr das Video schaut, schon auch in Europa bestellen. Vorher gab es die nur in den Staaten. Aber sicherlich wird auch die Flair 58 mit der Zeit verfügbar sein. Vielleicht habt ihr die alte Flair oder die neue Flair zu Hause. Schreibt doch eure Ergänzungen und Tipps in die Kommentare. Würde mich super freuen und hilft bestimmt dem einen oder anderen Zuschauer, der einen oder anderen Zuschauerin. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ich freue mich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Passt auf euch auf, trinkt viel guten Kaffee und bis nächste Woche. Viele Grüße von den KaffeemacherInnen.